Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vampyr. Wir wollen heute Seo-san überreden, dass er nach Whitechapel zurückkehrt. Und dafür müssen wir auf den Friedhof. Ach, ist es die, was wir überzeugen müssen? Oh ja, Tatsache. Die müssen wir überzeugen. Okay, wo sind wir? Da sind wir. Dann gehen wir doch von oben rein. Der erholt sich. Gut, da werden wir mal von oben reingehen. Da wo wir letztes Mal sonst nie reinkamen. Oder reinkamen. Wer sagt eigentlich nur, dass wir das zum Anschleichen benutzen könnten? Wir können uns an den Gegnern vorbei schleichen auch. Damit. Over there! There's one of them vermin! Da wollen wir mal sie zu überzeugen, nach Whitechapel wieder zurückzukehren. Statt auf dem Friedhof abzuhängen. Schauen wir mal, ob wir es hinbekommen. Hello again, Xiaoshun. Hello again, Dr. Reid. Erst fragen wir mal sagen. Haben Sie keine Freunde oder Familie? Are you on your own? Do you have any friends or family who you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone. One day maybe I'll go back to them, but not now. I need silence, and I need sadness. Wir trauen alle auf unsere eigene Weise. Allein ist es noch schlimmer. Traurigkeit kann gefährlich sein. Ich sage, alleine kann es schlimmer sein. Oder halt, ne? You should not be by yourself. Grief can be a terrible trial, and it's even worse when you're alone. Thank you for your sincere words, Dr. Reid. I sense you trying to help me, even if I don't quite understand why. Der Tod ihres Mannes. Tell me how your husband died, Xiaoshun. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not.
Did he laugh at his death to come, or did he not realize what was going to happen? I'll never know. Warum geben Sie sich die Schuld? The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh. Now I don't have enough tears to shed. Ja. Persönlich. Nein, das machen wir jetzt noch nicht. Sie können nicht ewig hier bleiben. You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. Sie sind nicht tot. Ich bin Ihrer Meinung. Ich wollte Sie nicht belästigen. To be honest, I don't know. Please forgive me if I've upset you. We must all honor our departed loved ones in our own way. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reid. Ich habe meine Schwester Mary sterben lassen. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? She will rest in this cemetery forever. And I'll spend eternity hoping that she can forgive me. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reid. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. Sie sollten nun heimkehren. You should go home now. I think you're right. Cemeteries are for the dead, for they need silence too. Thank you for your honesty and your wisdom, Dr. Reid. Thank you for your company, Xiaoshun. Take care on the way home. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. Goodbye for now. You know you can trust me. Why have you not spoken to me? Ja, mal sehen, ob sie wirklich irgendwann bei ihrer Familie oder Freunden irgendwo da wiedersehen. Ne. Es ist nicht leicht, einen Menschen zu verlieren. Es ist nicht leicht. Wir laufen da lang. Hier liegen die sterblichen Überreste von Benjamin Palmer. 1884 bis 1918. Okay. Und warum können wir genau den Grabstein uns anschauen?
bloody monster! Ach, das Schloss. Nee. Das ist nicht der Ausgang. Der Ausgang ist, wenn wir da weiter runtergehen. Hui, hat er gemacht, ne? Ne, 18 Sekunden noch. So lange warten wir. Dann gehen wir nach unten. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. So. Dann würde ich halt trotzdem sagen, gehen wir doch in der Richtung zum Club da. Der ist stabil, das ist super. Da schauen wir noch ein bisschen zu, oder nicht? Oder wir könnten uns einfach dran vielleicht vorbeischleichen. Warum immer bei dem Spiel? Immer bei dem Spiel hängt sich es auf. Das Spiel hängt sich irgendwie auf immer. Bis gleich. So, da bin ich erstmal wieder. Ich weiß echt nicht warum. Es öfters bei irgendwie bei dem Spiel sich das Spiel aufhängt. Da unten hätten wir auch noch einen Händler gehabt. Bei den Dogs. Warte. Ne, ich muss da entlang.
Da ist es letztes Mal. Ist mir letztes Mal hängen geblieben hier, keine Ahnung warum. Was steht da? Quarantäne. Ansteckende Krankheit. Niemand darf die Quarantänezone ohne schriftliche Erlaubnis der lokalen Gesundheitsbehörde betreten oder verlassen. Niemand außer autorisierte Angestellten der Gesundheitsbehörde dürfen dieses Schriftstück verändern, zerstören oder entfernen. Wer gegen diese Regeln verstößt, muss Strafgebühren entrichten. Also komme ich da nicht rein. Auch wenn die, kann ich euch auch anklopfen? It's locked, all right. Verhindern Sie Ansteckung. Unbeachtete des Spucken, Schneuzen und Husten verbreitet die Grippe. Sie verbreitet sich durch Tröpfchen aus der Nase und Rachen. Husten Sie nicht in der Öffentlichkeit. So gesehen muss ich eigentlich einen anderen Weg finden, oder? Ja. It's one of them vermin. Ja, da einmal aus rum. Da ist ein Unterschlupf. Natürlich hat der überlebt. This is now my domain, young Echo. So. Kann ich vielleicht von denen das Geld nehmen? Nö. Okay. Wer schreit denn hier rum? Große Bestie. So, mal schauen. Wir sind hier. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners.
West End. Never have I felt so sad to be back home. So, da müsste doch immer hier auch ein Unterschlupf sein. Jo. An dem Brunnen da vorbei. You Londoners are no match for me! Wo bin ich denn jetzt sein? I'm Dr. Jonathan Reid. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reid, since it is the most precious thing I possess. Okay. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Okay. Okay, da bin ich noch nicht ganz. Ich bin hier nicht richtig, ich weiß es, aber ich wollte eigentlich gerade gucken, wo der Unterschlupf ist. Naja, muss ich halt hier durch, ne? Und der Unterschlupf müsste dann genau hier sein. Sogar mit Bett. Wo bin ich jetzt dann? Keine Ahnung genau, wo ich bin, aber der Club ist... Was ist es? Brits Anwesen. Das Brits Anwesen ist es. Wenn ich das... Oh. Wer ist denn sie denn?
Mother, good evening. Jonathan! Is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm finally home. Yes, but this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Where is Mary? Mary? She is gone, Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. Ach, das ist eigentlich unser Anwesen. Mann, haben wir eine schicke Bude. Dein Leben in London. Erzähl mir von der Nachbarschaft. Mother, do you know what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. Über Marys Begräbnis. Have you returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Wait. I think I went back once. And you were there too. And Mary? No, that can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. So, persönlich Fragen über die Familie. Mary besucht dich. Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? Und ich würde sagen, eine von den beiden Antworten geben ja erst in der nächsten Folge. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.